Was unser Produkt konkret betrifft, wissen wir, dass es ein User-Problem löst. Wir haben eben festgestellt, in der Transformation der Landeshauptstadt München hin zu einer autofreien Altstadt gibt es erstmal die Wirkung, dass sehr viele Menschen davon profitieren, dass auch voraussichtlich die große Mehrheit der Geschäftstreibenden davon profitieren wird von dieser Maßnahme. Das zeigen einfach Studien in anderen Städten. Aber dennoch gibt es bestimmte NutzerInnen, Nutzergruppen, die voraussichtlich davon nicht profitieren werden oder die zusätzliche Probleme bekommen könnten. Das erste Problem oder was sehr häufig aufgebracht worden ist eben, dass sehr viele Kunden halt mit dem Auto ankommen, von etwas außerhalb von München, selbst außerhalb von Deutschland. Letztlich haben wir uns dann eben darauf konzentriert, das Problem einer österreichischen Familie zu lösen, die am Wochenende gerne nach München zum Shoppen und zum Bummeln kommt und die eben jetzt nicht so gut angebunden wohnen, die vielleicht auch sozusagen in einem kleinen Dorf, in einer kleinen Ortschaft in Österreich wohnen und die einfach viel schneller mit dem Auto in München sind, als wenn sie den gesamten Weg mit der Bahn oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen würden. Und die im Prinzip nach einer Möglichkeit suchen, nicht mit dem Auto in die Stadt reinfahren zu müssen, sondern möglichst schon am Rande der Stadt oder in der Stadt drin auf die öffentlichen Verkehrsmittel in München umzusteigen. Und die haben im Moment das Problem, dass ihr Bedürfnis nicht von den gängigen Tools abgedeckt wird. Also wenn ich jetzt Google Maps heute aufmache oder wenn ich eine andere Karten-App aufmache, dann kann ich mich eben entscheiden, möchte ich den gesamten Weg vom Start bis zum Ziel mit den Öffentlichen zurücklegen oder möchte ich eben Auto fahren. Aber dieses spezifische Angebot für diese Nutzergruppe, die eben umsteigen möchte, das existiert so im Moment noch nicht am Markt. Also da gibt es eben zwei Gruppen, die davon profitieren. Einerseits gibt es eben die Gruppe der selbst Geschäftstreibenden, die auch daran interessiert sind, dass weiterhin München auch als attraktiver Geschäftsstandort existiert. Aber in zweiter Linie gibt es natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger, die ja auch nicht wollen, dass in der Innenstadt der Verkehr schlecht läuft oder dass es dauernd Staus gibt. Und auch die haben natürlich einen Vorteil davon, wenn möglichst viele Leute, die heute von außerhalb kommen, auch möglichst früh auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Was unser Produkt konkret betrifft, wissen wir, dass es ein User-Problem löst. Dafür haben wir genug Research gemacht. Deswegen brennen wir natürlich dafür, dass dieses Produkt so viele Menschen wie möglich erreicht. Wir sind auch überzeugt von der Lösung. Es ist nicht komplett, also im Sinne von, es kann auch sehr vieles noch hinzugefügt werden. Aber so an sich ist es schon komplett. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es da weitergetragen wird, eben weil wir überzeugt sind und eben weil es ein User oder weil es ein Problem löst.